Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Pilzforscher, liebe Mykologen, große Freude. Das Erregerspektrum in unserem wunderbaren Fachgebiet wird ja immer breiter, immer bunter, immer interessanter. Durch Tourismus, durch Migration, durch weltweiten Tierhandel haben wir insgesamt 12 neue Erreger. Ein besonders schöner ist der genauso heißt, wie wo er herkommt, der Trichophyton sudanense. Einer der großen Vorteile der Euroimmun-PCR ist der, dass egal wie fremd, wie neu der Erreger, wie breit das Erregerspektrum ist, man mit dieser Methode alle relevanten Erreger nachweisen kann. Bis hin zum Thailandpilz. Die Mykologie ist ja eines der schönsten Gesichter der Dermatologie. Da geht einem ja das Herz auf, wenn man diese wunderschönen Pilzkulturen anschaut. Aber, die Pilze sind kapriziös und oft genug lassen uns die Keime im Stich. Entweder wachsen sie ganz langsam, 3 bis 4 Wochen, ehe wir eine Kolonie anzüchten können, oder sie verlieren an Farbe, wie beispielsweise dieser hier noch wunderschöne Trichophyton violatium. Im schlimmsten Fall wachsen die Keime ja gar nicht an. Hier ist ein ganz praktisches Beispiel aus der täglichen Arbeit. Patient, das sieht man hier sehr schön auf der Petrischale, hat seinen Nagel vorbehandelt mit einem medizinischen Nagellack. Man sieht den Austritt des Wirkstoffs in das Medium. Wir haben den Patienten praktisch überführt, dass er entgegen seiner Aussage eben doch noch behandelt hat. Und das Ergebnis ist natürlich eine Katastrophe. Man gibt sich die größte Mühe bei der Probenentnahme, der Pilz wächst nicht an. Man hat aber hier, dank der Gentechnik, auch die Möglichkeit, anhand des Materials, was sich ja im Besitz des Kollegen weiterhin befindet, er hat es ja nicht weggeschickt, es befindet sich auf der Petrischale, man hat hier die zweite Chance, indem man jetzt den Gentest ansetzt und am Ende doch noch ein positives Ergebnis bekommt. Genauso war das auch in diesem Fall. Es war ein Trichophyton rubrum, der häufigste Erreger von Nagel- und Fußpilz, der aber dank der Vorbehandlung des Patienten hier nicht mehr wachsen konnte. Das ist einer der größten Vorteile der PCR, dass man sie auch unter einer lokalen oder systemischen Therapie durchführen kann. Das ist ganz neu. Das ist eine Revolution in unserem Fachgebiet.